Alles begann in der südlichen Sommersaison, als ein Forschungsschiff den Dodson-Gletscher an der Westküste der Antarktis erreichte. Im Laderaum befand sich das Gerät RAN, eine autonome Unterwassersonde, die zur Erforschung der Hohlräume unter den antarktischen Gletschern entwickelt wurde. Sie wurde in den unter dem Eis liegenden Raum geschickt, um einzigartige Daten zu sammeln. Das Gerät tauchte unter das Eis und begann seine Standardroute, indem es vorab berechnete Punkte passierte. Alle Systeme funktionierten einwandfrei. RAN übermittelte Daten zu Temperatur, Salzgehalt, akustischer Dichte und Strömungsgeschwindigkeit. Die Wissenschaftler verfolgten seine Bewegung in Echtzeit und hielten neue Entdeckungen fest. Doch nach einigen Stunden änderte sich die Situation. Das Signal von RAN brach plötzlich ab. Die Versuche, die Verbindung wiederherzustellen, blieben erfolglos. Ersatzkanäle und das Notfallbake wurden aktiviert, völlige Funkstille. Das Gerät tauchte an keinem der berechneten Rückkehrpunkte auf. Ab diesem Moment trat die Mission in eine Krisenphase ein. Das Verschwinden von RAN war der erste Fall in der Geschichte, bei dem ein vollständig autonomes Gerät in diesem Teil der Antarktis verloren ging. Es ist nicht einfach verschwunden. Es verschwand an einem Ort, der als vorbereitet, erforscht und relativ sicher galt. Die Wissenschaftler waren schockiert, denn alles verlief nach Plan. Niemand hatte erwartet, dass eine zuverlässige Sonde in einem Gebiet verschwinden könnte, in dem nichts auf eine Katastrophe hindeutete. Gerade das machte den Vorfall nicht nur beunruhigend, sondern wirklich rätselhaft. Die Expedition, in deren Rahmen RAN arbeitete, war Teil eines internationalen wissenschaftlichen Projekts zur Erforschung des Einflusses von Meeresströmungen auf die Stabilität der antarktischen Gletscher. Die Hauptaufgabe bestand darin, zu verstehen, wie schnell warmes Wasser den Gletscher von unten zerstört und wie sich das auf die Beschleunigung seiner Bewegung in Richtung Ozean auswirkt. Unter dem Eis liegende Hohlräume, insbesondere im Dodson-Gebiet, spielen in diesem Prozess eine Schlüsselrolle. Gerade sie können sich in Kanäle verwandeln, durch die warmes Wasser tief ins Innere des Kontinents vordringt. RAN sollte das erste Gerät sein, das diese Hohlräume nicht nur untersucht, sondern auch in Echtzeit Daten über deren Struktur, Volumen, Strömungsrichtung und Wasserzusammensetzung übermittelt. Das Team wollte eine dreidimensionale Karte des unter dem Eis liegenden Raums erstellen und physikalische Parameter erfassen, die auf andere Weise nicht gewonnen werden konnten. Diese Daten werden von Klimatologen benötigt, um Modelle zu erstellen, die vorhersagen, wie schnell die Gletscher schmelzen könnten und wie stark der Meeresspiegel ansteigen wird. Die Mission RAN sollte eine Etappe markieren, nach der ein neuer Standard für die Erforschung unter dem Eis entstehen würde. Alles verlief nach Plan, bis das Signal verschwand. Statt eines Durchbruchs brachte die Expedition eine Tragödie, die die Möglichkeit wiederholter Einsätze in solchen Gebieten in Frage stellte. In den letzten Minuten vor dem Kontaktabbruch übermittelte er weiterhin Daten. Die Informationen wurden stabil übertragen, Messungen von Wassertemperatur, Salzgehalt, Druck sowie Echolotaufnahmen, die das Relief unter dem Eis zeigten. Auf dem Schiff sah man, wie das Gerät in einen Bereich mit ungewöhnlicher Konfiguration einfuhr. Eine Höhle mit steilen Wänden und einem schmalen Eingang. Es fuhr hinein und setzte die Scanvorgänge fort. Mehrere Datenpakete zeigten geringfügige Abweichungen in der Ausrichtung. Dann kam es zu einem plötzlichen Druckanstieg. Die Systeme von RAN reagierten automatisch. Die Stabilisierung wurde aktiviert, die Geschwindigkeit wurde verringert. Doch nach ein paar Minuten brachen alle Signale ab. Die letzte Übertragung war unvollständig. Sie wurde mitten in der Übertragung abgeschnitten. Es gab keine Warnmeldungen oder Notsignale. Das bedeutete, dass die Abschaltung plötzlich und vollständig erfolgte. Die Forscher an Bord des Schiffes erkannten sofort, das Gerät hatte nicht nur die Verbindung verloren, sondern aufgehört zu funktionieren. Sie versuchten, eine Notrückkehr einzuleiten, aber ohne Erfolg. RAN reagierte auf keines der Protokolle mehr. Es blieben nur die letzten Sekunden der Verbindung, ein Datenfragment, in dem vielleicht der Schlüssel dazu verborgen ist, was genau unter dem Eis geschehen ist. Bevor RAN verschwand, gelang es ihm, eine Reihe von Echolot-Bildern zu übermitteln, die das Wissenschaftsteam sofort in Erstaunen versetzten. Auf den Aufnahmen waren große Formen mit klaren Kanten und einer runden Geometrie zu sehen, die für gewöhnliche Eisspalten untypisch ist. Optisch erinnerten sie an bogenförmige Strukturen oder Tunnel, die tief unter das Eis führten. Einige Bereiche wirkten mehrschichtig, als wäre das Eis eingebrochen und hätte Galerien und Gewölbe gebildet. Die Wissenschaftler vermuteten vorsichtig, dass es sich um Überreste von unter dem Eis verlaufenden Flüssen oder Kavernen handeln könnte, die durch warmes, von unten zirkulierendes Wasser geformt wurden. Auf einer der Aufnahmen registrierte das Echolot einen Bereich mit sehr geringer Reflexion. Das Signal schien regelrecht ins Innere zu fallen und kehrte nicht zurück. Dies könnte auf eine tiefe Leere oder eine Anomalie in der Eisstruktur hindeuten. Solche Phänomene wurden zuvor nur an Modellen und in Laboren beobachtet, aber niemals live an echten Daten. RAN betrat als erster diese Zonen.
Diese Formen waren auf keiner der existierenden Karten verzeichnet. Die Wissenschaftler begannen, über die Natur dieser Strukturen zu streiten, kamen jedoch nicht zu einer einheitlichen Meinung. Das Gerät verschwand, und nun ist dieses letzte Fragment der Echolokation alles, was von dem rätselhaftesten Punkt der Route übrig geblieben ist. RAN wurde als autonomer Unterwasserforscher entwickelt, der in der Lage ist, komplexe Missionen unter extremsten Bedingungen durchzuführen. Sein Rumpf besteht aus Titan und Kohlefaserverbundstoff und ist für enorme Belastungen und Druckunterschiede ausgelegt. Das etwa 20 Fuß lange Gerät verfügte über ein leistungsstarkes Trägheitsnavigationssystem, das ihm ermöglichte, an Orten zu arbeiten, an denen GPS nicht funktioniert. RAN konnte den Raum in Echtzeit scannen und seine Route je nach Gelände anpassen. Er war in Grönland, im norwegischen Meer und in den nördlichen Breiten des Atlantiks im Einsatz. Alle Tests wurden erfolgreich bestanden. Gerade deshalb war sein Verschwinden ein echter Schock. Dieses Gerät galt als technologisch ausgereift. Es wurde als Schlüsselwerkzeug für die Erforschung unter dem Eis entwickelt. Und dennoch, trotz Schutz und intelligenter Systeme, konnte RAN die Aufgabe nicht bewältigen. Das wurde zur Erinnerung daran, dass selbst die zuverlässigsten Technologien den Naturgewalten gegenüber verwundbar sind. Forschungen unter den antarktischen Gletschern gehören zu den schwierigsten und riskantesten Aufgaben der modernen Wissenschaft. Die Untereisumgebung ist völlig lichtlos, steht unter starkem Druck und weist ein instabiles Relief auf. Dort gibt es keine Satellitenverbindung und autonome Geräte arbeiten ohne externe Steuerung. RAN orientierte sich mit Hilfe von Trägheitsnavigation und Echolotung, aber selbst diese Technologien haben ihre Grenzen. Der kleinste Rechenfehler kann dazu führen, dass man in eine Sackgasse oder eine Höhle gerät, aus der es keinen Ausweg gibt. Außerdem kann sich das Eis verschieben und Unterwasserströmungen können plötzlich ihre Richtung ändern. Das Wasser unter den Gletschern ist mit Mikroluftblasen und Eissplittern gesättigt, was die Verbindungsqualität und die Sicht für die Sensoren verschlechtert. Hinzu kommt der Zeitfaktor. Die Geräte sind durch die Batterieladung begrenzt und müssen schnell handeln, um rechtzeitig zurückzukehren. Wenn etwas schief geht, bleiben sie für immer unter dem Eis. Unter solchen Bedingungen kann selbst eine perfekt geplante Mission mit dem Verlust der Ausrüstung enden. Der Fall mit der Russischen Akademie der Wissenschaften zeigte, wie schmal der Grat zwischen wissenschaftlichem Durchbruch und Katastrophe ist. Untersuchungen unter dem Eis erfordern nicht nur Technologie, sondern auch äußerste Präzision bei jedem Schritt. Nach Abschluss der Expedition begannen die Wissenschaftler, mögliche Ursachen für das Verschwinden der RAN zu analysieren. Die naheliegendste Vermutung ist, dass das Gerät in einer unter dem Eis liegenden Höhle stecken geblieben ist, wo es sich nicht wenden oder auftauchen konnte. Trotz eingebauter Rückkehralgorithmen ist ein Manöver unmöglich, wenn der Raum zu eng oder instabil ist. Die zweite Vermutung ist der Einsturz des Eisdachs. Die Hohlräume unter dem Eis im Gebiet von Dodson zeichnen sich durch eine komplexe Geometrie aus. Eine Verschiebung des Eises oder ein plötzlicher Einsturz kann zur sofortigen Zerstörung des Rumpfes führen. Die dritte Hypothese hängt mit einem Ausfall des Navigationssystems zusammen. Ohne GPS orientiert sich die RAN an Trägheitssensoren und akustischen Signalen. Wenn die Navigation versagt hat, könnte er vom Kurs abgekommen und in ein nicht vorgesehenes Gebiet geraten sein. Es wurde auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass das Gerät mit einem Unterwasserhindernis, einem Stück Eis oder einem Wrackteil kollidiert ist. Einige Experten schlossen auch einen kombinierten Unfall nicht aus, eine Kombination mehrerer Faktoren, die zum vollständigen Kontrollverlust führte. All diese Versionen werden auf der Grundlage von Fakten und technischer Logik diskutiert. Verschwörungstheoretische Erklärungen wurden von niemandem ernst genommen. Die Geschichte um das Verschwinden des RAN-Geräts wurde nicht nur zu einer wissenschaftlichen Sensation, sondern erweiterte auch die Liste seltener Vorfälle, die an den extremsten Orten des Planeten geschehen. Ähnliche Fälle wurden zuvor bei Missionen im Norden Grönlands und in den Tiefseegebieten des Pazifiks registriert. Zum Beispiel verschwand in den 2000er Jahren eines der autonomen Geräte, das zur Erforschung von Thermalquellen eingesetzt wurde, spurlos, nachdem es mehrere Meilen tief in eine Zone mit hohem Druck eingetaucht war. In der Antarktis sind Fälle bekannt, in denen wissenschaftliche Bojen, die im Eis eingeschlossen waren, nach einer Verschiebung der Eisschollen oder deren vollständigem Abdriften die Datenübertragung einstellten. Solche Verluste führten dazu, dass technische Lösungen und die Architektur der Ausrüstung überdacht wurden. Der Fall mit der Russischen Akademie der Wissenschaften war jedoch besonders bedeutsam, da das Gerät auf dem neuesten Stand der Technik gebaut war, über Notstrom-, Navigations- und Kommunikationssysteme verfügte und sorgfältig für den Einsatz in der eisigen Umgebung vorbereitet wurde. Es galt als zuverlässig, erprobt und war Teil einer internationalen Mission, die von führenden polaren Wissenschaftsorganisationen betreut wurde. Gerade deshalb erregte sein Verschwinden so viel Aufmerksamkeit und führte zu Diskussionen in Fachkreisen.
Der Verlust der Russischen Akademie der Wissenschaften war nicht nur ein Rückschlag, sondern auch eine wertvolle Erfahrung, die künftig dazu beitragen wird, Expeditionen unter Bedingungen völliger Autonomie sicherer und effizienter zu gestalten. Obwohl das Gerät der Russischen Akademie der Wissenschaften unter dem Eis verschwand, wurde seine letzte Mission zum Ausgangspunkt einer neuen Phase in der Untereisforschung. Wissenschaftler und Ingenieure haben eine umfassende Überarbeitung der Konstruktionsprinzipien autonomer Sonden eingeleitet. Das Hauptaugenmerk liegt nun nicht nur auf der Festigkeit des Gehäuses, sondern auch auf der Software, die sich an die sich verändernden Umweltbedingungen anpassen muss. Es werden Plattformen entwickelt, die über längere Zeiträume ohne menschliches Eingreifen arbeiten können, einschließlich Systeme mit verbesserter Datenübertragung in Echtzeit, was den vollständigen Verlust von Ergebnissen verhindert. Ebenfalls wird die Idee einer unter dem Eis befindlichen Sensornetzwerks, das zu einem einheitlichen System verbunden ist und Prozesse in Echtzeit überwachen kann, intensiv diskutiert. Neue Algorithmen ermöglichen es den Geräten nicht nur, einer Route zu folgen, sondern eigenständig einen sicheren Weg zu wählen, um Einstürze und enge Hohlräume zu vermeiden. Diese Veränderungen finden bereits Anwendung in neuen internationalen Projekten, an denen Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern beteiligt sind. Ingenieurteams implementieren modulare Systeme, die es ermöglichen, bei einer Beschädigung eines Moduls die Funktionsfähigkeit der übrigen aufrechtzuerhalten.